In einem früheren Video habe ich schon einmal angesprochen, dass man mit einem Diodenlaser Edelstahl farbig gravieren kann. In diesem Video will ich zeigen, wie das genau funktioniert und wie man die gerade gezeigten Ergebnisse erzielen kann. Funktionieren tut das Ganze mit Edelstahl und Titan. Getestet habe ich es aber bis jetzt, wie in diesem Video zu sehen, nur mit Edelstahl. Außerdem wird ein Diodenlaser benötigt. Ich verwende hier den Longarray 5 20 Watt Laser, um das volle Farbspektrum ausnutzen zu können. Wie im Video zu sehen ist, haben mit meinem Material für einige Farben auch unter 50% Leistung gereicht. Daher könnte möglicherweise auch ein 10 Watt Laser genug sein. Diese Vermutung ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da ich es erstens nicht getestet habe und zweitens 10 Watt Laser auch nicht gleich 10 Watt Laser ist. Mit einem 20 Watt Laser ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und meiner ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Die Werte für die entsprechenden Farben hängen stark vom Laser und dem verwendeten Material ab. Je nach Temperatur verfärbt sich das Material anders. Daher können wir sowohl an der Leistung als auch an der Geschwindigkeit des Lasers schrauben. Um mehrere Leistungen und Geschwindigkeiten einfach auf einmal testen zu können, werde ich im Folgenden Lightburn verwenden. Hier kann automatisch eine entsprechende Testmatrix generiert werden. Da man dabei aber leider die Beschriftung nicht deaktivieren kann und das Ganze damit zu groß für mein Edelstahlstück wäre, habe ich eine eigene Matrix erstellt. Das war ein bisschen Arbeit, für 5 Leistungen und Geschwindigkeiten so viele Parameter zu setzen, hat aber dennoch ganz gut funktioniert. Schlussendlich habe ich hier von links nach rechts 20 bis 100% Leistung und von unten nach oben 20 bis 100 mm pro Sekunde Geschwindigkeit aufgetragen. Zur Gravur habe ich absichtlich keinen Air Assist verwendet, da es ja um die Temperatur geht. In meinen Tests hat aber auch ein eingeschalteter Air Assist keinen bemerkbaren Unterschied gemacht. Nach der Gravur können wir schon einige verschiedene Farbtöne sehen, allerdings noch nicht alle, da wir keinen kompletten Verlauf haben. Da die zweite Reihe von unten mit 40 mm pro Sekunde die höchste Geschwindigkeit war, wo noch 4 der 5 Kästchen gut erkennbar waren, habe ich mich auf diese Geschwindigkeit festgelegt. Um nun noch das volle Farbspektrum genauer anschauen zu können, habe ich in Inkscape einen Farbverlauf von weiß nach schwarz gebaut, welcher später 0 bis 100% Leistung widerspiegeln soll. In Lightburn habe ich das Ganze dann noch mit einer Beschriftung und Skala versehen und diesmal mit einem Linienabstand von 0,05 mm und 40 mm pro Sekunde nochmal graviert. Beim Ergebnis können wir schon klar mehrere Farben in einem schönen Verlauf sehen. Da alle Farben im Bereich von 30 bis 60% Leistung liegen, habe ich diesen nochmal in einem neuen Verlauf vergrößert. Nun können wir bestens von der Skala die Leistungen für die einzelnen Farben ablesen. Daraus habe ich mir nun 6 Farben ausgesucht und eine kleine Farbtabelle erstellt und graviert. Bei 40 mm pro Sekunde und 0,05 mm Linienabstand komme ich hier auf die gezeigten Werte. Ihr könnt das gerne als Richtwerte verwenden, besser ist allerdings ein eigener Test, um das Ganze auch an den Laser und das Material anzupassen. Die ganzen Lightburn-Dateien dafür und auch für das, was noch kommt, habe ich in der Beschreibung verlinkt. Nun wollen wir die gefundenen Werte noch anwenden. Hierfür habe ich zunächst in Lightburn ein paar Blumen designt und unterschiedlich gefärbt. Das Ergebnis sieht schon echt gut aus und man kann die Farben deutlich unterscheiden. Dann habe ich noch versucht, einen Regenbogen zu designen. Hier habe ich zunächst in Inkscape einen radialen Farbverlauf erstellt und diesen dann in Lightburn so zugeschnitten, dass der farbigste Teil des Verlaufs sichtbar ist. Auch hier ist das Ergebnis sehr schön geworden. Der Farbverlauf und auch nochmal die Blumen sind sehr schön erkennbar. Als Fazit kann ich sagen, dass ich echt überrascht bin, wie farbenfroh man Edelstahl gravieren kann. Man muss für die richtigen Farben zwar erst ein wenig rumexperimentieren, das geht aber wie gezeigt ganz gut. Auch ich habe das in dem Video das erste Mal gemacht und wie man sieht, sind die Ergebnisse echt ordentlich. Ich hoffe, ich konnte euch etwas beibringen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen.